Magnifalcon in Miltonburg, where pipe smokers used to meet. They offer their own blend of Virginia's smooth and sweet. Telegrima house pipe tobacco 22, reminding me of a good friend. Thinking of W.O. Larson 32 with a pipe in my hand. Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zum heutigen aktuellen Video. Ja, es ist Mittag, es ist schön warm. Wir haben inzwischen den 20. September 2024. Man spürt, der Herbst geht los. Neulich war es ja noch eiskalt und hat viel geregnet. Jetzt scheint wieder die Sonne, das übliche herbstliche Auf und Ab. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, euch heute wieder einen Tabak vorzustellen, den ich in der Urform seit sehr vielen Jahren schon liebe. Und man hatte mir halt im Laufe der Zeit immer wieder gesagt, du, den Tabak gibt es auch günstiger von diesem oder jenem Anbieter. Ich hatte vor einiger Zeit bereits einen Anbieter angeboten oder vorgestellt, besser gesagt, der diesen Tabak auch im Sortiment hatte. Ich sage bewusst hatte, weil den Tabak gibt es dort inzwischen nicht mehr. Doch ich habe eine weitere Dose auftreiben können von einem anderen Händler und diesen Tabak möchte ich heute euch mal ein wenig genauer vorstellen. Konkret geht es diesmal um diesen Tabak hier. Gentle puffs and simple pleasures, moments filled with timeless treasures. Pipe of peace in quiet hands, dreams like smoke across the lands. Telegrima house pipe tobacco 22, reminding me of a good friend. Thinking of W.O. Larson 32 with a pipe in my hand. In a leather chair so warm, stories of the past reborn. With each draw and gentle sigh, memories rise to the sky. Telegrima house pipe tobacco 22, reminding me of a good friend. Thinking of W.O. Larson 32 with a pipe in my hand. Here I go again. Hier ist die Dose nämlich nochmal. Es ist der Telegrima House Nummer 22 aus dem Hause Magnifalcon in Miltenberg hier in Deutschland. Ja, dieser Tabak wurde mir ans Herz gelegt und es hieß, du, das müsste dein Tabak sein. Ja, ob dem so ist oder nicht, werden wir gleich sehen. Ich habe mir jetzt die Beschreibung des Tabaks nicht durchgelesen. Hätte ich vielleicht mal tun sollen, da hätte man die Parallelen vielleicht sehen können. Aber ich werde es euch dann gewohnterweise später hier jetzt hier im Video noch zeigen. Hier erstmal, bevor wir auf den Tabak selbst eingehen, das Tabaksbild, so wie der Tabak in der Dose ausschaut. In the quiet, hear the crackle of the glowing embers tackle at Magnifalcon in Miltonburg. Happiness in every whiff and word. Telegrima house pipe tobacco 22. So, jetzt habt ihr den Tabak gesehen. Ich hole ihn jetzt gerade nochmal aus der Dose raus. Besser gesagt, ich öffne die Dose. Denn zuerst hier, auch hier haben wir, wie inzwischen auch bei einer Mac Baren Dose, halt einfach nur so ein Deckblatt ohne irgendeinen Aufdruck. Und hier ist der Tabak nochmal. Schaut es euch mal genau an. Kommt uns das nicht irgendwo ganz vage bekannt vor? Ich würde mal sagen, ja. Denn das Tabaksbild erinnert mich doch sehr an den hier. W.O. Larson Selected Blend Nummer 32, den berühmten Curly Flake. Diesen Tabak rauche ich seit Jahrzehnten, seit knapp 20 Jahren. Und dieser hier sieht ihm doch verdammt ähnlich.
Und wisst ihr was? Er riecht auch noch ähnlich. Dieser sanfte, leicht süßliche Geruch. Virginia-Tabak. Herrlich anzusehen. Und deswegen möchte ich mich auch gar nicht weiter damit aufhalten. Ich würde sagen, ich mache die Dose zu und zeige euch jetzt erst einmal, wie der Tabak in der Pfeife aussieht, die ich bereits gestopft habe, sowie die Pfeife selbst, die kennt ihr inzwischen ja auch schon. Und dann gehen wir auch schon direkt zum eigentlichen Review über. Bis gleich. I'm in need of a good friend. Thinking of W.O. Larson 32 with a pipe in my hand. Time stands still with every breath. Tales of life defying death. In the glow of embers light, worries fall in. So, jetzt habt ihr ja den Tabak in der Pfeife gesehen. Hier ist auch die Pfeife nochmal mit der Tabak drin. Gestopft nach meiner altbewährten Methode halt für Flakes und Curly Flakes und ähnliches. Es ist eine Danske Club Nummer 15 von Stanwell, noch made in Denmark. Ich liebe dieses klassische Shape. Es hat halt eine etwas weitere Bohrung und ist daher optimal für solche Tabake geeignet. Und jetzt möchte ich mich auch gar nicht weiter damit aufhalten. Kommen wir ins Eingemachte. Ihr seht ja, es ist recht windig. Dennoch, die Glut ist gut angenommen worden und, wie ihr hier auch unschwer erkennen könnt, der Tabak bäumt sich stark auf, was aber auch zu erwarten war. Deswegen, ihr habt es ja vorhin auch gesehen, ist so ein bisschen Platz nach oben zum Kopfrand. Der Tyler Grimm House besteht aus Virginia-Tabaken verschiedener Grade. Und diese haben natürlich den Nachteil, dass sie beim Anzünden erstmal bitter werden. Doch auch hier gilt, wie bei den meisten anderen, die ich vorgestellt habe, es sind hochwertige Tabake, das heißt nach 1 bis 2 Sekunden spätestens ist dieses bittere Aroma weg und weicht dann halt eben dem Virginia-Aroma. Der Wind hatte mir ja vorhin das Streichholz ausgeblasen, deswegen habe ich jetzt wieder erwarten ein zweites Streichholz gebraucht, einfach um die Oberfläche hier gleichmäßig zum Glimmen zu bringen. Was spürt man? Ihr schmeckt natürlich Virginias. Ein bisschen würzig, aber auch süßlich. Man merkt halt, es ist nicht nur eine Richtung Virginia. Wir haben also nicht nur die süffigen, sondern wir haben auch die würzig-heuigeren Sorten drin. Zusammen halt in einem wunderbaren Blend. Und wenn wir ihn rauchen, da hat man so ganz subtil im Hintergrund so eine leicht fruchtige Komponente wie Trockenobst. Das führe ich ganz klar natürlich auf diese süffigeren Virginias zurück. Und was man geschmacklich auch merkt, das ist so eine ganz dezente Karamellnote. Auch diese führe ich natürlich auf die Virginias zurück, weil die Virginias haben ja im Vergleich zu anderen Tabaken einen sehr hohen Zuckergehalt. Werden sie langsam und ruhig runtergeraucht, dann karamellisierte Zucker gibt natürlich auch dieses Aroma entsprechend ab. Und das ist auch das, was den Reiz für mich bei den Virginia-Tabaken hier ausmacht. Und auch beim retronasalen Rauchen, also beim Ausatmen durch die Nase, spürt man so eine leichte Karamellnote. Und ich muss echt sagen, der Tabak hier erinnert mich definitiv an den Klassiker, den ich ja schon seit so langer Zeit rauche. Und zwar an den W.O. Larson 32 Curly Flake. Und ich gehe auch davon aus, dass der das sein wird.
Ich hatte euch ja vor einiger Zeit den aus dem Krater Nummer 4 vorgestellt von HU Tobacco. Das ist genau das gleiche in grün. Nur, ich habe mit Hans Wiedemann ja kommuniziert, wir haben uns ja per WhatsApp ausgetauscht. Und er hat halt dann auch bestätigt, er hat den Tabak jetzt vom Markt nehmen lassen, weil er sich jetzt eben vorgenommen hat, nur noch eigene Tabak herausbringen zu lassen. Und aus dem Krater Nummer 4 gehört eben bei ihm zu den Tabaken, die er zugekauft hatte, um sie unter seinem Label vertreiben zu können. Ich hatte den Tabak geholt, da hatte die 50 Gramm Dose 14,40 € gekostet. Und ihr habt ja vorhin gesehen, ich habe euch ja Bilder rangehängt, wie der aktuelle Preis ist. Und habe euch auch mal den Preis reingehängt vom Veolasen, was der aktuell kostet. Und da werdet ihr für euch entscheiden können, ob ihr beim Veolasen bleibt oder ob ihr sagt, nö, Magne Falcum, Telegram House Nummer 22, dem gebe ich jetzt mal eine Chance, schaue ihn mir mal an und ja, lasst euch mal überraschen. Ich bin der Meinung, die Tabake sind identisch. Solltet ihr anderer Meinung sein, kennt ihr es ja hier unten, Kommentarfunktion. Lasst es mich bitte wissen. Ich bin kein allzu großer Fan von STG-Tabaken, aber der Veolasen 32 gehört halt definitiv zu meinen Lieblingen. Das wird sich auch nicht ändern. Und von daher natürlich halt auch hier für den Telegram House 22 aus dem Hause Magne Falcum eine ganz klare Empfehlung. Und das war es auch schon soweit von mir für heute zur Vorstellung des Telegram House Nummer 22 aus dem Hause Magne Falcum. Die Dosen sind ja nicht schwer zu erkennen, mit diesem schönen Herrenhaus drauf. Für mich ganz klar die Eigenmarke des Hauses Magne Falcum, basierend auf dem Veolasen Curly Flake Nummer 32 und damit natürlich absoluter Einzug in meine Tabakbar, da er doch ein bisschen günstiger kommt als das Original. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen, mit euren Tabaken. Bleibt mir gesund, bleibt meinem Kanal gewogen. Wir hören und sehen uns auf jeden Fall wieder hier auf meinem Kanal zu dem einen oder anderen Review. In diesem Sinne, Happy Puffing, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Telegram House Pipe Tobacco 22, reminding me of a good friend. Thinking of W.O. Larson 32, with a pipe in my hand. Time stands still with every breath. Tales of life, if I